Ich grüße euch alle miteinander. Dieses gelbe kleine Bild habe ich mal auf einem MDF-Block gemacht. Hier seht ihr den Block. Ja, die Ränder müssen noch gemalt werden. Und ja, es gibt auch ein Video dazu. Das habe ich euch hier oben mal verlinkt in der Ecke. Und hier seht ihr noch ein paar andere Werke, auch Strukturen auf einem kleinen Bambustablett mit Ölfarbe und Acrylfarbe gemacht. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, noch weitere von diesen Blöcken. Die habe ich schon mal weiß grundiert, ihr seht sie hier. Und daraus möchte ich eine kleine Serie starten. Das seht ihr jetzt. Dieses Teil habe ich jetzt zweimal mit Gesso grundiert und es ist vollkommen trocken. Und für meine Technik gebe ich jetzt noch eine Schicht glänzenden Binder darüber. Alternativ könnt ihr auch glänzende weiße Acrylfarbe nehmen. Das trage ich gleichmäßig auf und alles muss komplett durchtrocknen. Anschließend trage ich eine weitere Schicht auf. Sie besteht aus einem hellen, leicht transparenten Grün, welches ich mit Acrylbinder vermischt habe, um es noch transparenter zu machen. So leuchtet das Weiß schön durch diese Schicht hindurch. Auch diese Schicht muss komplett trocknen. Für die dritte Schicht vermische ich jetzt meine Farbe, diesmal ein Saftgrün, ebenfalls leicht transparent, mit einem kleinen Löffel Kleister. Dadurch bleibt die Farbe lange feucht und ich kann sie gut auf der Oberfläche bewegen. Anstatt des Kleisters könnt ihr auch Retarder nehmen. Wie ich und wie auch ihr seht, ist die Schicht ziemlich hell und ich hätte sie gerne etwas dunkler. Also mische ich dem Kleister etwas mehr von der dunkelgrünen Farbe zu. Schon besser. Nun kann man die einzelnen Pinselspuren schon besser erkennen. Mal sehen, ob ich das jetzt so lasse. Ich kann es ja auch einfach nochmal neu probieren. Alles auf Anfang. Mit einem feuchten Babytuch probiere ich etwas anderes. Auch das war noch nicht das Wahre. Mal schauen. Einfach locker bleiben. So lasse ich es erst einmal noch gut trocknen.
Dann kann die Ausarbeitung beginnen. Um die getrockneten Schichten zu schützen, trage ich nun noch eine Lage Acrylbinder auf. Diese schützt wieder die Oberfläche und ich bin sehr vorsichtig beim Auftragen. Das muss richtig gut trocknen. Ich möchte diese Struktur noch etwas betonen und so werde ich einige Partien mit Schatten und dunklerem Grün versehen. Die dunkelgrüne Farbe nehme ich mit etwas Wasser verdünnt auf den Pinsel. Bevor ich damit male, tupfe ich den Pinsel aber noch einmal an einem trockenen Tuch etwas ab. So kann ich ganz dünne Schichten auftragen. Diese müssen erst einmal trocknen. Erst nach dem Trocknen kann ich eine zweite dünne Schicht auftragen. Dort, wo die Pinselstriche sich überlappen, füge ich an den Kanten leichte Schatten ein. Das verstärkt die dreidimensionale Wirkung. Hier seht ihr, wie dünn und transparent ich arbeite. Mein Zwischenergebnis: Ich glaube, ich werde die Schatten noch etwas verstärken. Hier seht ihr es nochmal deutlich. Ich trage die mit Wasser verdünnte Farbe auf, mache den Pinsel etwas trocken, dann verwische ich einfach die Farbe noch in die Fläche hinein. Hier könnt ihr erkennen, dass die Oberfläche Glanzunterschiede aufweist. Ich werde also alles nachher noch einmal mit einem matten Acrylbinder überziehen. Mein Ergebnis: Die Kanten habe ich in einem dunkelgrün gestaltet, sodass sich da eine Einheit ergibt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert. Und ich hoffe, ihr seid neugierig auf die Nummer 2 dieser Serie. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Bis dahin. Tschüss.